Alexa Berg ist bei mir gewesen und hat eine Aussage zu Protokoll gegeben. Nachdem Frau Baumann zu Boden gegangen ist, erheben Sie die Waffe gegen Vincent Berg und erschießen ihn. Du gehst jetzt sofort zur Polizei und sagst ihnen, dass du gelogen hast. Vergiss es. Also Christian ist weit weg und es ist so ganz nett, wenn mal so ein knackiger Sascha hier rumhüpft. Sascha, so eine WG, die funktioniert nur, wenn alle mit anpacken. Da muss jeder mal putzen und einkaufen. True Locations ist insolvent. So eine Scheiße! Mein Konzept geht gerade den Bach runter wegen einem sprechenden Taschenrechner mit Brille. Lasst ihn los! Ja. Sie sind eine Heldin. Eine Superheldin! Schulz, alles klar bei Ihnen? Ja, wieso? Wie kommen Sie darauf, dass mit mir nicht alles in Ordnung ist? Ja, Sie gucken irgendwie ein bisschen verstrahlt. Tue ich nicht. Meine Brille ist dreckig. Kann das sein, dass Sie ein bisschen den Überblick verloren haben? Nein, nur den Durchblick. Aber nur ganz kurz. Jetzt sehe ich wieder glasklar. Oder gucke ich noch irgendwie? Verstrahlt? Ja. Das kann nicht sein. Wenn nicht verstrahlt, dann bestimmt immer noch unterzuckert. Dann essen Sie am besten einfach noch einen Donut. Damit Sie nicht nur wieder klar sehen, sondern auch klar denken können. Auf geht's. Aber auch Essen will gelernt sein. Abwarten. Festhalten, Schulz. Und lächeln. So, ich hoffe, wir sehen auf dem Foto genauso gut aus wie in der Realität. Ja, bucklig seid ihr nicht. Könnte werbewirksam sein, wenn es in unserem Magazin erscheint. Cool, da gebe ich darauf einen Drink aus. Dir natürlich auch, wenn das nicht als Bestechung gilt. Kannst du mir das Bild aufs Handy schicken? Das ist meine Nummer. Und, läuft's? Super. Wir kommen mit Foto auf die Partyseite. Ich hoffe, du hast Letizia Sanders Geburtstagsparty noch auf dem Schirm. Ich hatte es dir extra noch mal gesagt. Sie hat den ganzen Laden exklusiv gemietet für diese Männerstrip-Nummer. Jetzt sag mir nicht, dass du das vergessen hast. Natürlich nicht, das läuft. Gut. Ihr Vater ist ein sehr einflussreicher Industrieller. Und damit er weiter Geschäfte mit uns macht, muss der Abend perfekt werden. Seine Tochter wird absolut begeistert sein, mach dir keine Sorgen. Sag mal, habe ich da gerade einen Männerstrip gehört? Heißt das, hier springen demnächst extrem heiße Typen rum, die vor kreischenden Mädels blank ziehen? Hoffentlich. Ich habe gestern vergessen, diesen unterschriebenen Vertrag an die Agentur zu schicken. Was willst du? Dieses Kaff aufmischen und die Nacht durchtanzen. Und du kommst mit. Da mischst du mal besser ohne mich auf. Ach komm schon. Du bist doch nicht etwa sauer, weil ich Ansgar hingehängt habe. Du meinst, weil er wegen deiner Falschaussage unter Mordverdacht steht und in U-Haft sitzt? Ein Grund mehr zu feiern. Ich denke, du kannst ihn auch nicht leiden. Und das ist dein Vater Dann wahrscheinlich. brauchst du mich nicht zu erinnern. Und warum tust du dann so, als ob es nicht passiert wäre? Macht's das besser? Nein, wahrscheinlich nicht. Ist meine Methode doch gar nicht so schlecht. Darf ich dir einen Ratschlag geben, Alexa? Den kannst du dir sonst wo hinstecken. Geh zur Polizei und zieh deine Falschaussage zurück, bevor sie dich wegen Meineid dran kriegen. Es ist offensichtlich, dass du dich einfach nur an Ansgar rächen willst. Ansgar ist erst der Anfang. Ich mache eure ganze Sippe fertig. Moment mal, was? Was hast du vor? Warum sollte ich noch irgendwas verraten? Auf dich kann ich mich ja sowieso nicht verlassen. Also lass dich doch einfach überraschen, ja?
Was hatte die denn hier zu suchen? Habt ihr noch was am Laufen? Nein, Und warum ist sie dann hier? keine Ahnung. Frag sie doch. Jetzt komm schon, sie könnte überall hin. Paris, New York, Tokio, aber sie ist in Düsseldorf geblieben und der Grund dafür bist du. Ich hab sie nicht hergebeten, okay? Ist doch schon merkwürdig, dass man euch immer wieder zufällig zusammen antrifft. Vielen Dank für dein tiefes Vertrauen, Bruder. Hey, komm rein. Ich muss ganz dringend ein paar Unterlagen finden. Ich war gerade mit Tore einen Veranstaltungsort für die Fashion Days angucken. Aha, und wie war's? Erst war es doof und dann wurde es noch schlimmer. Wir haben uns gestritten, Tore und ich. Und dann hat er mich einfach in dieser miesen Gegend stehen lassen und ist weggefahren. Und dann waren da zwei Typen, die einen anderen zusammengeschlagen haben. Was? Ja, dann bin ich natürlich dazwischen gegangen. Für solche Fälle habe ich immer meine Trillerpfeife dabei. Und die Schläger haben aufgehört und ihr Opfer ist abgehauen. Gott sei Dank. Hier. Ja, aber dann sind sie auf mich losgegangen. Was? Dann kam zum Glück Tore und hat mich gerettet. Du hättest mal sehen sollen, wie der auf die losgegangen ist. Richtig ritterlich. Und wie der sich um mich gekümmert hat. Der war total besorgt und nett und fürsorglich. Und hat nicht einen blöden Spruch gemacht. Im Gegenteil. Hat er dich geküsst? Was? Quatsch. Aber vielleicht kommen wir jetzt besser miteinander klar. Das hoffe ich zumindest. Aber so richtig schlau werde ich nicht aus dem. Vielleicht, weil du dich verknallt hast? Ich bin nicht verknallt. Ich war schon mal verknallt, das ist was ganz anderes. Wenn man verknallt ist, dann ist alles so harmonisch und schön und man fühlt sich wohl in der Nähe des anderen. Und man schwebt im 7. Himmel und redet wirres Zeug und starrt die ganze Zeit nur vor sich hin. Kann sein. Mir geht's jedenfalls nicht so. Verfolgst du mich jetzt? Was wollte Alexa von dir? Ich weiß wirklich nicht, was mir mehr auf die Nerven geht. Dein krankhaftes Misstrauen oder dass du wie selbstverständlich davon ausgehst, dass ich der Rechenschaft schuldig bin. Hört so, Ansgar sitzt unschuldig in Untersuchungshaft. Ich bin sein Anwalt. Ich glaube, da geht es mich sehr wohl etwas an, wenn du mit der Frau rummachst, die ihm das eingebrockt hat. Ich mache nicht mit Alexa rum. Sie ist einfach im No Limits aufgetaucht und hat angefangen, wild rumzufluchen. Ach. Hat sie konkrete Drohungen geäußert? Tristan? Ich muss hier irgendwie eine Verteidigung aufbauen. Und du weißt genauso gut wie ich, dass Ansgar Berg nicht in diese Falle gelockt, geschweige denn auf Eva geschossen hat. Aber anscheinend wollte er um jeden Preis Rache. Oder hat er etwa nicht von dir verlangt, dass du Berg an ihn auslieferst? Vielleicht wollte Eva ihn zurückhalten und ist dabei in die Schusslinie geraten. Ansgar hat so viel Dreck am Stecken, er sitzt genau da, wo er hingehört. So, jetzt reicht's mir langsam mit deinem Zynismus. Ob's dir gefällt oder nicht, wir sind immer noch eine Familie. Jetzt komm mir nicht wieder mit deinem Familienblödsinn. Du vertraust mir doch genau so viel. Ich reiß mir seit Wochen hier den Arsch auf, damit LCL nicht den Bach runtergeht. Das weiß ich. Und genau deswegen habe ich auch versucht, Alexa zu überreden, ihre Aussage zurückzunehmen. Wenn du meine Hilfe willst, dann fang endlich an, mir zu vertrauen, sonst kannst du mich mal. Hey! Hey! Mann, Mann, Mann. Da kriege ich einen riesen Zusammenschiss für die Unordnung, die ich mache, und dann legst du selber alles in Schutt und Asche. So geht das nicht, Mutti. Dieses Mutti-Ding wollten wir lassen. Sorry. Ich wollte nur unser abendliches Ritual aufleben lassen. Was ist denn für ein Ritual? Na, unser Absacker im LCL. Ich habe zwar nicht so was Feines wie im Büro gefunden, aber... Sorry, ich habe leider keine Zeit. Habe ich gerade ausdrucken lassen. Was suchst du denn? Den Vertrag. Den hier? Ja. Wie kommt das Ding denn bitte da rein? Na, dein lernfähiger Mitbewohner hat heute Morgen aufgeräumt. Immerhin. Ich hätte ihn eigentlich schon gestern an die Agentur faxen sollen. Und warum hast du es nicht gemacht? Weil mich ein gewisser jemand von LCL angerufen hat, um ihn aus dem Fundus zu befreien, was er dann doch ohne mich geschafft hat. Ja, aber erst kurz bevor du gekommen bist. Ja, auf jeden Fall habe ich darüber den Vertrag vergessen.
Hoffentlich sind die Jungs jetzt noch nicht gebucht. Hallo? Ja, hallo, Oliver Sabel hier aus dem No Limits. Haben Sie den Vertrag nicht bekommen? Doch, den Vertrag, den habe ich bekommen. Deswegen rufe ich auch an. Nicht, dass mir noch jemand die Typen vor der Nase wegschnappt. Ja, es tut mir leid, die sind jetzt aber ausgebucht. Sagen Sie bitte, dass das nicht wahr ist. Wollen Sie einen anderen Termin? Nein, ein anderer Termin, der nützt mir überhaupt nichts. Leider sind die Jungs komplett dieses Jahr noch ausgebucht. Okay, danke. Du zahlst denen so viel? Ich hätte ihnen sogar noch viel mehr gezahlt. Das ist jetzt aber völlig egal, weil die Typen woanders gebucht worden sind. Mann, es gibt echt bessere Jobs als meinen. Hey! Na, wie fühlt man sich als Heldin des Tages? Gesprächsthema Nummer 1 im Flurfunk. Du hast mutig 2 Schlägertypen in die Flucht geschlagen, als die versucht haben, Passanten zu verprügeln. So mutig war das gar nicht. Eher etwas dumm. Es hätte auch ziemlich schief gehen können, wenn Tore nicht dazwischen gegangen wäre. Moment. In der Version, die ich gehört habe, hat er dich überhaupt erst in dieser miesen Gegend alleine gelassen und ist dann abgerauscht. Daran war ich selber schuld. Wir haben uns gestritten und ich habe mich geweigert, aufs Motorrad zu steigen. Gestritten? Ja, es ging um die Location. Schulz! Sie alter Haudegen. Sie sind ja nicht tot zu kriegen. Gestern noch im Guerillakampf auf der Straße und jetzt schon wieder voll einsatzbereit bei der Arbeit. Respekt. So groß war die Sache gar nicht. Unser sprechender Taschenrechner ist nämlich gestern weit über sich hinausgewachsen. Sie hat mir gesagt, dass die Location-Agentur, bei der ich unterschreiben wollte, pleite ist. Ich habe ihr nicht geglaubt und sie ziemlich zurechtgestutzt. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass sie recht hatte. Die ist für Sie. Eine Friedhofsblume. Wie nett. Die Lilie ist nicht nur eine Friedhofsblume, sondern auch eine beliebte Wappenblume. Sie wird oft auf Wappen und Ritterrüstungen eingesetzt. Und was hat das mit mir zu tun? Da fragen Sie noch? Also so wie Sie gestern die Typen mit der Handtasche vermöbelt haben? Nein, wirklich. Sie haben uns allen den Hintern gerettet. Ich möchte Sie um Verzeihung bitten. Verzeihung mit Zucker oben drüber. Nehmen Sie meine Entschuldigung an? Ja, klar. Schön. Ich werde ab jetzt immer auf Sie hören. So, jetzt haben wir was. Hätte ich ja nicht gedacht, dass der mal von sich aus einen Fehler zugeben kann. Was hast du nur mit dem gemacht? Ich habe keine Ahnung. Wollen wir gleich zusammen zur LCL fahren? Klar, können wir gerne machen. Ah, gut, dass ich dich noch erwische. Was gibt's denn? Eine neue Gardinenpredigt? Nein, im Gegenteil. Ich wollte dich fragen, ob du dich in den nächsten Tagen allein um LCL kümmern kannst. Das ist ziemlich viel Verantwortung. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Ach, jetzt auf einmal. Nein, schon länger. Gut, ich kann das nur nicht immer so gut zeigen. Und was planst du gerade? Einen kleinen Kurzurlaub? Nein, ich werde mich in den nächsten Tagen voll und ganz auf Ansgars Verteidigung konzentrieren müssen. Die Polizei hat DNA-Spuren von Alexa im Lieferwagen gefunden. Das heißt doch, sie war tatsächlich am Tatort. Ich weiß, dass sie lügt. Trotzdem sieht es natürlich nicht gut aus für Ansgar. Und das bedeutet, die Pressegeier werden bei LCL aufschlagen. Ich werde sie schon auf Abstand halten. Die Zukunft unserer Firma hängt davon ab, dass wir auf den Fashion Days die beste Kollektion stemmen, die LCL je präsentiert hat. Olli, ich habe keine Zeit. Ich rufe dich später zurück. Nein, ich fass mich kurz. Es geht um die Party von Letizia Sander. Ich fürchte, wir werden diese Stripgruppe doch nicht kriegen. Ich habe da ziemlich blöden Mist gebaut. Ja, dann kümmere dich eben um Ersatz. Die Party ist wichtig. Was das? Nein, es gibt ein Problem. Ich kann keine neuen Leute mehr kriegen. Erzähl mir nichts von irgendwelchen Problemen. Meld dich, wenn du Lösungen hast. Bis dann. Super. Sind das die Alternativen für die Show-Location? Danke nochmal für die Lilie. Das war nett. Kein Ding. Das ist ja toll. Entschuldigung. Das würde sich total schön in Rebekkas Farbkonzept einfügen, finden Sie nicht? Und auf den Rauputz der Wände könnte man gut die Panther projizieren. Also, ich finde, die Location sollten wir buchen. Was sagen Sie?
Also gut, Sie hatten gestern eine wichtige Finanzinfo, darauf hätte ich hören sollen. Aber ich glaube, ich muss jetzt mal was klarstellen. Rebecca ist die Chefdesignerin, ich bin Art Director. Die kreativen Entscheidungen, die wählen wir. Klar? Ja, sicher. Aber eben haben Sie noch gesagt, dass Sie ab jetzt immer auf mich hören wollen. Stimmt auch wieder. Also gut, sagen Sie her. Das da. Gut, dass ich dich noch allein erwische. Wieso? Ich wollte vor den anderen nicht breittreten, dass du noch Kontakt zu ihr hast. Sag mal, fängst du jetzt schon wieder damit an? Wir haben keinen Kontakt. Entschuldige, ich habe mich natürlich falsch ausgedrückt. Ich wollte natürlich sagen, wäre es nicht schön, wenn du wieder Kontakt zu Alexa hättest. Ich glaube, nach gestern liegt sie keinen gesteigerten Wert mehr darauf, mit mir zu plaudern. Du würdest mir einen riesen Gefallen tun, wenn du es trotzdem versuchst. Und dann? Soll ich sie dazu bringen, dass sie ihre Aussage widerruft? Ich glaube, du überschätzt meinen Einfluss da ein wenig. Es würde mir vollkommen reichen, wenn sie erst mal vor dir zugibt, dass sie gelogen hat. Wenn wir Alexa nicht nachweisen, dass sie bei ihrer Aussage gelogen hat, weiß ich nicht, wie ich Ansgar verteidigen soll. Du müsstest das Gespräch natürlich aufzeichnen. Frau Berg, es tut mir wirklich leid, dass ich keine besseren Nachrichten für Sie habe. Wir werden Sie selbstverständlich sofort informieren, falls wir Ihren Vater finden sollen. Haben Sie denn auch das gesamte Flussufer abgesucht? Ich meine, vielleicht ist er irgendwo angeschwemmt worden. Das kann doch sein. Warum hat er dann mit niemandem Kontakt aufgenommen? Keine Ahnung, vielleicht, weil er vorsichtig ist. Frau Berg, so leid es mir tut. Ihr Vater hatte, und das haben Sie selber ausgesagt, eine schwere Schussverletzung. Er ist damit ins Wasser gefallen. Es war bitterkalt. Die Chance, dass er überlebt hat, geht gegen 0. Und dementsprechend haben wir jetzt die groß angelegten Suchaktionen noch eingestellt. Die Polizei sucht nur noch eine Leiche. Es tut mir leid. Sie sind doch bloß unfähig. Ich gebe die Hoffnung jedenfalls nicht auf, dass mein Vater noch lebt. Und wenn Sie es nicht tun, dann werde ich privat nach ihm suchen lassen. Ich weiß, ich kann dich nicht dazu zwingen, das zu tun. Aber die Zukunft unserer Familie hängt davon ab, wie diese Sache ausgeht. Also überleg's dir. Bitte. Wie gesagt, wir hätten genug Platz, das Farbkonzept geht auf und teuer ist es auch nicht. Was sagen Sie? Ist ganz nett. Danke. Was heißt das jetzt? Ich tipp's in meine imaginäre Schreibmaschine. Und jetzt, ich habe noch zu arbeiten. Ich kann auch später noch mal wiederkommen, falls Sie noch etwas Zeit für die Entscheidung brauchen. Nein, danke. Ich treffe Entscheidung alleine. Ich bin Art Director. Ich mache das so. Sie sind Praktikantin. Also lassen Sie mich meine Arbeit machen und machen Sie Praktikantin-Sachen. Verstehe. Ach, Rebecca, gut, dass du gerade da bist. Mir scheint, Schulz ist gerade ein bisschen unterbeschäftigt. Hättest du vielleicht was zu tun für sie? Ja, da habe ich tatsächlich was. Du könntest dich um die Einladung kümmern. Ich habe verschiedene Entwürfe bei Grafikdesignern in Auftrag gegeben. Marlene müsste sie haben. Du kannst ja eine Vorauswahl treffen und alles aussortieren, was nach Katzenfutterwerbung oder Eintrittskarten aussieht. Dann legst du mir den Rest hin und wenn ich mich für eine entschieden habe, dann gebe ich dir die Gästeliste und dann kannst du alles vorbereiten für den Druck. Okay? Ja, natürlich. Super. Ja, supi. Aber bevor Sie Adressen draufschreiben, kommen Sie dann doch noch mal zu mir. Sie wissen ja, Praktikantin, Listen, Art Director, Location. Doch ein Kotzbrocken. Bis nach Karneval ausgebucht. Schade. Haben Sie denn keine anderen Stripper unter Vertrag? Ah, gut, die schaue ich mir gleich mal an. Danke. Das meint ihr doch nicht ernst. Ja. Moin. Für dich wurde gerade ein Paket abgeliefert. Danke, stell's einfach dahin.
Willst du nicht wissen, was drin ist? Im Moment will ich nur wissen, wo ich ein paar männliche Stripper herkriege, die nicht aussehen wie das da. Das ist nicht witzig. Doch. Tristan feuert mich, wenn ich nicht ein paar heiße Typen finde, die diese reiche Tussi und ihre Freundin scharf machen. Und warum machen wir es nicht selber? Ich meine, ich will ja nicht angeben, aber besser als die sehen wir auf jeden Fall aus. Letizia Sander will aber kein Duo, sondern eine Strip-Gruppe. Und außerdem braucht die Profi. Guck mal, die Dame ist anspruchsvoll. Die hat sogar ihren eigenen Partyplaner. Sorry, aber ich muss mich echt konzentrieren. Kein Ding. Bin ja schon weg. Ciao. Tschüss. Guten Morgen. Ihr sollt mir was geben von meinem Vater? Er hat uns damit beauftragt, falls ihm etwas passiert. Danke. Ansonsten bleibt alles wie gehabt, ja? Ihr wisst, was ihr zu tun habt? Haltet mich auf dem Laufenden. Was willst du? Können wir reden? Meinetwegen. Wo? Im No Limits. Ich warte auf dich. Eigentlich kümmere ich mich immer selbst um die Einladung, aber dieses Jahr habe ich einfach keine Zeit. Ich kann mich doch auf dich verlassen. Selbstverständlich. Ach gut, weil Jessica ist auch schon völlig überlastet, da ich Kim freigegeben habe, bis das mit ihrem Vater geklärt ist. Gut, also, dieser Entwurf, der gefällt mir am besten. Das LCL-Logo, das finde ich ein bisschen zu dick. Das kann ruhig ein bisschen feiner, eleganter sein. Und dann möchte ich bitte nur Invitation und das Datum. Und ja, der Platzhalter für die Location, der kommt auch raus. Da machen wir später dann so ein extra Inlay in die Karte, was mit einem Seidenband befestigt wird, in demselben Rot, was ich für die Garderobe ausgesucht habe. Ja, dann kannst du eigentlich dem Drucker Bescheid geben, die Änderungen durchgeben und ach ja, die Stoffprobe für das Band. Ja, damit die Wände hergestellt werden können. Ja, ich möchte den Probedruck noch, ne? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ja, sicher? Probedruck. Ja, genau. Und sobald du dann deine ersten Exemplare hast, möchte ich einen Stapel haben. Für die wichtigen Gäste, da schreibe ich noch eine extra Widmung in die Karte rein. Gut, ja, Jessica, die Gästeliste. Und sag mal, warum schaust du eigentlich die ganze Zeit zu Tore? Hab ich das? Muss Zufall gewesen sein. Tatsächlich. Gut, ich hoffe, du hast dir alles gemerkt. Oder gibt's noch irgendwelche Fragen? Gut. Schön, dass du gekommen bist. Setz dich bitte. Ich stehe lieber. Was willst du? Ich wollte in Ruhe mit dir reden. Wegen gestern. Weißt du, mein Vater und mein Bruder sind damals mit dem Schiff gekentert und verschollen. Und das Schlimmste für mich war einfach diese Unsicherheit. Nicht zu wissen, ob sie noch leben oder ob sie nicht mehr leben. Ob ich mir nur was vormache oder ob ich besser hoffen soll. Ich bin nicht unsicher. Mein Vater lebt und ich werde ihn finden. Das wünsche ich dir wirklich. Und egal, was passiert, ich bin für dich da. Ja, ja. Bla bla, spar dir das. Wenn mein Vater wirklich tot ist, dann wird Ansgar dafür bezahlen. Also von mir aus kann Ansgar im Knast verrotten. Ich habe nicht viel von ihm gehalten und das weißt du. Aber ich will nicht, dass sie dich wegen Meineids dran kriegen. Das wird nicht passieren. Was macht dich da so sicher?
weil es keine weiteren Zeugen gibt, die Ansgars Aussage bestätigen können. Also wird die Polizei weiterhin mir glauben. Ich habe dich heute gesehen, zufällig. Du hast dich mit 2 Bodyguards deines Vaters getroffen. Tja, und? Falls du auf Evas Beerdigung irgendwas mit Ansgar vorhast, lass es. Das geht nach hinten los. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Was war in diesem Päckchen drin? Eine Waffe. Was? Nein. Hier. Siehst du? Er wollte, dass ich ihn bekomme. Falls ihm irgendwann mal was passiert. Und jetzt ist es das Einzige, was ich noch von ihm habe. Sascha? Ja? Hey, du, entschuldige, dass ich dich hierhin verfolge, aber im Stofflager müsste dringend eine Leuchtstoffröhre ausgetauscht werden. Jetzt? Naja, so schnell wie möglich. Weißt du, das Ding, das da jetzt noch hängt, das blinkt wie eine Diskokugel und die Mädels drehen schon am Rad, weil die Farben der Stoffe nicht mehr richtig erkennen können. Okay, dann kümmere ich mich gleich drum. Cool. Aber darf ich vorher noch? Ausnahmsweise. Ja, einen schönen guten Tag. Spreche ich da mit dem Partyplaner von der Frau Sander? Frau Sander, Sie sind es persönlich. Gut, sehr gut, dass Sie mit Ihnen reden. Ich bin der Assistent von Oliver Sabel. Sie wissen, aus dem No Limit, Sascha Vukovic. Es geht um die Stripper. Ja, klar, vollkommen klar. Keine Polizisten, Indianer oder Cowboys. Nee, das soll ja auch alles Stil haben. Und genau deswegen rufe ich an. Mein Chef hat eine total abgefahrene Truppe entdeckt. Sie sind heiß, gut durchtrainiert. Natürlich sind es professionelle Tänzer, Frau Sander. Ich schwöre Ihnen, Ihre Gäste werden Ihren Enkeln noch davon vorschwärmen. Ein Demoband. Da müsste ich erst mal nachfragen. Was ich Ihnen aber sofort schicken kann, wäre ein Foto. Ja, natürlich verspreche ich Ihnen, dass das gute Tänzer sind. Ja. Na super, dann machen wir das so. Perfekt. Vielen, vielen Dank, Frau Sander. War mir eine Freude. Ja, super. Dankeschön. Tschüss. Und senden. Auf dem handgeschöpften Bütten wird das natürlich noch schöner. Der Grafiker hat den geänderten Entwurf nur vorab gemailt und ich habe ihn ausgedruckt. Und das hier ist eine Auswahl an Papiersorten für die Inlays. Ich finde ja das semitransparente Pergament am schönsten, als Kontrast zu der schweren Karte. Aber das ist natürlich deine Entscheidung. Ich sehe das genauso. Gute Arbeit, Caro. Dann kann ich das so an die Druckerei geben. Wenn die das noch Vormittag bekommen, dann kriegen wir morgen schon den ersten Satz für die persönlichen Widmungen geliefert. Ich habe da etwas Druck gemacht in der Druckerei. Danke. Ja, dann würde ich sagen, kümmerst du dich um die Gästeliste und schickst die Adresse an die Druckerei für die Umschläge. Ist schon vorbereitet. Was liegt als nächstes an? Dann fällt mir eigentlich gar nichts mehr ein. Aber es muss doch irgendwas für mich zu tun geben. Alle anderen schnaufen vor lauter Arbeit. Schon, aber du als Praktikantin musst erst in den laufenden Prozess eingearbeitet werden. Und dafür ist leider gerade keine Zeit. Ich weiß, du willst lernen, aber guck mal, da könnte, glaube ich, jemand deine Hilfe gebrauchen. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Na prima, was war das denn jetzt schon wieder? Entschuldigung, ich habe mich erschrocken. Ich sammle das auf. Mir scheint, haben Sie den Angriff gestern immer noch nicht ganz verkraftet. Hm? Mir geht es super. Ja, ich finde wirklich, Sie sollten sich heute schonen.
Sag mal, brauchst du Schulze heute noch oder kann ich sie nach Hause schicken? Kein Problem, gib ihr frei. Na dann, schönen Feierabend. Was? Ich soll nach Hause? Jetzt allein? Soll ich besser mitkommen? Quatsch, so war das nicht gemeint. Also ich will Ihnen freigeben und Sie tun, als ob ich Sie in Krisengebiet ausweisen würde. Ich finde, Sie brauchen wirklich mal Ruhe. Und dann tschüss. 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 Ich wollte nicht, dass das passiert. Ich habe rausgefunden, was er vorhat. Dass er Hans keine Falle stellen will. Deshalb war ich bei dir, um euch zu warnen. Aber da war es schon zu spät. Und jetzt ist mein Vater tot. Schon gut, ich bin da, ich bin da. Danke. Du bist der Einzige, dem ich noch vertrauen kann. Du hättest mal sehen sollen, wie dieser Großkotz mich angeguckt hat. So richtig von oben herab. Er musste ja runtergucken, schon alleine, weil er stand und du unter den Tisch rumgekrabbelt bist. Ja, dabei wollte ich ihm doch nur helfen, seine blöden Kisten aufzuheben. Die du vorher fallen gelassen hast? Auf wessen Seite bist du eigentlich? Auf deiner, Caroline, immer nur auf deiner. Ich verstehe nur nicht ganz, wo dein Problem ist. Dieser Großkotz ist mein Problem. Halt die Klappe, blöde Praktikantin. Ich habe keine Lust, dir zuzuhören. Ich bin hier nämlich der Kreative und treffe alle Entscheidungen alleine. Ja, er ist nun mal dein Chef. Na und? Er hätte fast einen 5-stelligen Betrag in den Sand gesetzt. Und genau dafür hat er sich heute Morgen erst entschuldigt. Hätte er das nicht tun sollen? Doch! Aber keine 2 Stunden später hat er bereits alles wieder vergessen und will, dass ich die Klappe halte. Dein Tee wird kalt. Was hab ich dem eigentlich getan? Erst schiebt er mich zu Rebecca ab, um mich loszuwerden. Na, also Moment mal. Neulich warst du doch erst enttäuscht, dass du nicht mit Rebecca kreativ arbeiten kannst. Und jetzt? Ja, schon. Das mit den Einladungen hat auch echt Spaß gemacht. Und Rebecca hat mich sogar gelobt. Ja, siehst du? Ja, aber kaum will ich mal Tore helfen und mache einen winzigen Fehler, schon schickt er mich nach Hause. Vielleicht wollte er dir damit einen Gefallen tun. Du hättest mal sehen sollen, wie er mich vor Rebecca behandelt hat, als ob ich nicht alle Erbsen in der Schüssel hätte. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Wenn dieser Großkotz in meiner Nähe ist, dann benehme ich mich auch noch so. Könnte das vielleicht daran liegen, dass du ihn magst? Was? Nein. Ach, wie kommt ihr denn da alle drauf? Das ist totaler Blödsinn. Frau Sander, was kann ich für Sie tun? Ich rufe noch mal an wegen der Stripper. Sie haben sich's nicht zufällig anders überlegt? Ich? Nein, wieso sollte ich? Nee, es ist ja schon so ein bisschen 90er. 90er? Also ich fand, die Kerle auf dem Foto haben eigentlich ganz frisch und knackig ausgesehen. Auf dem Foto? Sie wissen schon, dass Ihr Assistent mich angerufen hat, oder? Mein Assistent. Ja, Herr Vukovic. Er hat mir gesagt, dass es Probleme mit den Strippern gibt. Und er hat mir das Foto von diesen anderen Jungs geschickt. Die wollte ich jetzt buchen. Schon klar, Herr Vukovic. Hier steckt also mein Assistent. Hey, dann hat dich also Letizia zurückgerufen. Letizia, Sascha sagt nicht, du hast sie geduzt. Wieso? Ich weiß doch, wie man sich verhält. Sonst hättest du mich ja nicht zu deinem Assistenten gemacht. Das ist sehr lustig. Sag mir lieber, was für Typen du der Sander als Stripper verkauft hast. Irgendwelche Boxkumpels von dir? Nö. Ich glaube, dir werden sie gefallen. Jetzt mach hinne. Erste Regel beim Strippen. Immer ganz schön langsam Spannung aufbauen. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Ich habe dir nicht nur deinen Arsch gerettet, nein, ich habe ihn sogar gleich vergoldet. Hä? Ja. Wir strippen für Letizia und ihre Freunde, retten die Party und verdienen die Kohle. Sascha, willst du, dass ich meinen Job verliere? Wieso? Das ist doch die Lösung. Nein, das ist total bescheuert. Der Vater von der Kleinen, der macht Milliardengeschäfte mit den Lahnsteins. Die ist Luxus gewöhnt. Meinst du ernsthaft, die gibt sich jetzt mit so 4 blutigen Anfängern wie uns zufrieden? Die flippt doch aus. Ja, weil wir gut sind. Vielleicht müssen wir ein bisschen proben, aber hey, die werden um Zugabe schreien. Ey, du kannst sowas doch nicht einfach über unsere Köpfe hinweg entscheiden. Naja, Emilia und Andi werden nicht von Anfang an mitmachen. Die müssen wir überreden. Wir? Ja. Wir ziehen die Sache doch gemeinsam durch, oder?
Ja, was denn? Ich bring dich jetzt erstmal in dein Hotel zurück. Danke, das ist lieb, aber ich glaube, ich komme jetzt wieder allein klar. Bist du sicher? Tut mir leid, dass ich eben so rumgeheult habe. Das war total daneben. So was macht man unter Freunden. Freunde. Heißt es, wir sehen uns wieder? Du kannst mich jederzeit anrufen, okay? Ja, vielleicht mache ich das. Ich habe nicht so viele Freunde, die ich damit zuquatschen kann. Man braucht nicht viele Freunde. Manchmal reicht es, wenn man einen richtigen hat. Danke. Ja, ich muss heute wissen, welche Models jetzt definitiv zum Casting kommen können, ja? Mit einem Vielleicht kann ich aber nichts anfangen. Gut, ja. Mailen Sie mir einfach die Liste. Mhm? Wiederhören. Sag mal, ist das ein Irrenhaus hier? Ja, du glaubst nicht, was Sascha sich geleistet hat. Ich hoffe, er hat jetzt mal vernünftiges Licht im Lager installiert. Rebecca dreht durch, wenn noch einmal jemand ihren falschen Stoff bringt. Ha, lustig. Mir will er den letzten Stoff vom Leib reißen. Hast du ihn umgedreht? So knickknackmäßig? Quatsch. Der Idiot hat Andi, sich, Emilio und mich als Strippergruppe vermietet. Cool. Nein, das ist nicht cool. Die Sandra, die erwartet die weltbesten Stripper auf ihre Geburtstagsparty. Und dank Sascha denkt sie jetzt, dass wir das sind. Ja, und? So ein bisschen ausziehen ist ja wohl nicht so schwierig. Das machst du jeden Tag ein paar Mal. Und jetzt stell dir mal ein bisschen Musik dazu vor. Jessie, für einen Strip, da braucht man eine Choreo, Musik, Training, Klamotten. Außerdem Andi und Emilio, die wissen noch gar nichts von ihrem Glück. Na gut, das könnte ein bisschen schwierig werden. Aber du könntest sie ja überreden. Ja, außerdem findest du Sascha doch hot. Das ist doch die Gelegenheit, dich mal ein bisschen an ihm zu schummern. Jessie. Jetzt mach dich mal locker, Mutti. Aber ich will nicht, dass sie dich wegen meinen Eins dran kriegen. Das wird nicht passieren, Was macht dich da so sicher? weil es keine weiteren Zeugen gibt, die Ansgars Aussage bestätigen können. Also wird die Polizei weiterhin mir glauben. Ich habe dich heute gesehen, zufällig. Er wollte, dass ich ihn bekomme. Falls ihm irgendwann mal was passiert. Und jetzt ist es das Einzige, was ich noch von ihm habe. Ich weiß, ich kann dich nicht dazu zwingen, das zu tun. Aber die Zukunft unserer Familie hängt davon ab, wie diese Sache ausgeht. Also überleg's dir. Bitte. Und? Ich hab's mir überlegt. Wir ziehen das Ding durch. Und warum nicht gleich so? Ah, Sascha, da du das Ganze angeleiert hast, würde ich sagen, du zeigst mir jetzt einfach mal, wie du dir das mit dem Strippen vorstellst. Jetzt? Hier? Vor all den Menschen? Ja, darum geht's doch beim Strippen. Dass man sich vor fremden Leuten auszieht. Schön langsam, wegen der Spannung, ne? Mach mal. Und so ganz ohne Musik? Stell dir einfach irgendeinen Song vor. Na komm, das kannst du doch bestimmt besser, hm? Na los, jetzt fang langsam mal an, dich auszuziehen. Das ist wohl doch gar nicht so einfach, ha? Naja, vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Training. Ach nee, Vukovic. Na, erst mal die große Klappe haben.
Vielleicht klappt es ja ein bisschen besser zusammen. Hm? Du bist eine tolle Frau. Bitteschön. Du bist sogar noch wunderschön, wenn du überall mit Schokolade vollgeschmiert bist. Ich glaube, ich hab da noch mehr. Ach. Doch nicht dieser Kotzbrocken.